Hallo zusammen, ich, Alberto und Heidi von der purKURSE haben wir für euch heute eine kleine Mittagspause-Programm, halbe Stunde Stretching. Wie ihr seht jetzt im Moment, die Temperatur draußen ist super gut. Wenn die Temperatur relativ hoch ist, das heißt ein bisschen wärmer ist natürlich besser der Körper zu strecken und zu dehnen, wie man das sagt immer in Deutsch. Und der Körper kann sich besser, schneller in der sogenannten Beweglichkeit der Modus kommen, wenn die Temperatur hoch ist. Ihr werdet merken, ihr werdet davon viel profitiert mit dieser hohen Temperatur. Und was ist für ein Unterschied das ausmacht, wenn kälter ist, sich zu strecken oder wenn wärmer ist. So, wir legen ganz simpel locker los. Kleine sogenannte Mobilisationsübungen, Beweglichkeitsübungen und dann gehen wir intensiv in verschiedenen Muskelgruppen der Körper zu strecken. Das ist eine halbe Stunde. In halbe Stunde kann man sehr viel erreichen. Also wenn man ganz locker das linke Bein nach außen rotiert, rechte Bein nach außen rotiert, ihr könnt die Hände um eure Taille immer ruhig ein- und ausatmen. Okay? Fühlt euch gut dabei, habt Spaß mit der Sache, kein Hektik, so schön locker gehen. Nach außen, fühlen aus den Hüftgelenken, dann werden wir wissen, ja, Hüftgelenk sind Kugelgelenk, der kann ruhig rotieren, innen, außen, vor und zurück. Also arbeitet, stabilisiert beide Füße fest zum Boden, lasst die Füße nicht zusammenkommen, noch ein paar Stück noch, 4, 3, 2, 1 noch, jetzt von außen nach innen, eine Bewegung, die wir nicht machen, von außen nach innen, schön locker, von links und rechts. Ja. Wie Alberto sagt immer, kleines Lächeln, hat viel Spaß mit der Sache. Ja. Mittagpause, bevor ihr am Tisch sitzt, euer Mittagessen genießen. Ja. Erstmal ein bisschen was machen. 4 noch, 3, 2, ihr merkt bestimmt jetzt eure Hüfte hinten, euer Po, dass ihr ein bisschen arbeitet. Ich habe vergessen zu zählen, einmal noch jede Seite. Und Bein locker lassen. Bein locker lassen. Also, ihr legt die Beine ein bisschen auseinander. Füße leicht raus. Knie leicht gebeugt. Linke Arm hochstreckend. Lasst der Körper nach rechts gehen. Und zurück zur Mitte. Knie leicht gebeugt. Rechter Arm hoch. Geht dann etwas nach links. Und so. So, wir gehen ein bisschen hier zügiger. Links hoch. Nach rechts. Zurück wieder. Mal schön. Rechts hoch. Nach links. Ja, wenn ihr zur Seite strecken, ruhig ausatmen. Zurück zu mir. Rechter Arm hoch und da links. Ja. Ihr braucht nicht viel Gedanken zu machen. Lasst euer Körper gehen. Ja. Wie beim Morgen früh aufstehen. Ihr streckt euch einfach. Ja. Und so wird der Körper sich wohlfühlen. Einmal noch. Super. Sehr gut. So, Beine locker, Arme locker, die Beine wieder. Entweder schulterbreit oder hüftbreit, Knie leicht gebeugt. Ihr rotiert eure Schulter, abwechselnd nach hinten. So. Schön langsam, linke Schulter, rechte Schulter. Heben, nach hinten gehen. So, wir nehmen die Knie etwas mehr damit, dynamisch arbeiten. Schön Zeit lassen, kein Hektik, fühl echt. Und zurück. 4, 3 noch. 2, alles zusammen, ja, zu Hause, mitmachen. Alles. So, wir legen die Hände auf die Schulter, rotierend, nach hinten, Knie leicht gebeugt und rechts. Schön arbeitet, richtig hochhebend und zurück. 4 noch, 5, 3, 2, 1. Arme hoch. Handfläche nach innen, Arme nach unten. Arme hoch, Handfläche nach innen und so. Jetzt achtet drauf, dass eure Arme nicht an den Kopf drückt, eher mehr nach außen in die Diagonal. Füße fest im Boden und wieder zurück. Zweimal noch. Und zurück. Eine. Super. Und zurück. Legt die Füße noch ein Stück breiter, minimal breiter die Schulter. Die Füße nach außen, der Druck auf die Fersen. Die Arme hängen lassen, die Oberschenkel entlang, die gehen nach unten in der Hocker. Die Hände auf die Spitzen von eurer Knie vorn, die Ellbogen nach außen, Brustbein raus und wieder langsam zurück, Arme strecken. Haben wir Position,
Wieder langsam zurück nach unten. Hier an der Spitze von der Kniescheibe vor, Ellbogen nach außen und wieder zurück. Na, langsam. Tief nach unten und zurück. Als Tipp zu Hause, versuche nicht ruhig zu dehnen, intensiv zu dehnen, wenn der Körper kalt ist. Okay? Kleine Aufwärmen ist sehr wichtig. Ja. Und zurück. Wenn euer Muskel verkrampft ist, ihr könnt nicht richtig strecken. Ihr verkrampft euch noch mehr. Und das lässt die Gelenke nicht richtig glücklich sein. Also, kleines Aufwärmen. Muss nicht viel, die Lufttemperatur ist sowieso optimal. Also langsam. Im Winter muss ihr ein bisschen mehr aufwärmen als im Sommer. Eine. Tief. Und zurück. Letzter. Tief. Und hoch. Locker lassen. Ihr merkt schon jetzt, der Kreislauf ist ein bisschen im Gang. Der Körper fühlt sich ein bisschen wohler. Ja, Durchblutung ist in einer Laufform. Wir arbeiten jetzt ein bisschen. Also, jetzt sind die Füße ruhig zusammen. Wenn ihr unsicher mit dem Fuß zusammen, Füße hüftbreit. Also Füße zusammen. Der Blick auf der linken Schulter. Bauchnabel nach innen. Der Körper geht leicht nach rechts. Halten. Zurück zur Mitte. Der Blick nach links. Bauchnabel nach innen. Der Körper neigt nach links. Und so wieder. Noch einmal jede Seite. Blick rechts. Seite geht. Und so wieder. Linke Seite. Und zurück zur Mitte. Die Füße jetzt ein Stück auseinander. Hüftbreit. Füße fest im Boden. Der Blick auf der rechten Seite. Der Körper geht. Wenn der Körper geht, erheben wir den linken Arm hoch. Strecken die beiden Handflächen nach vorne zeigen. Zurück zur Mitte. Linker Arm senken. Füße fest. Hände. Rechter Arm hoch. Der Blick nach links. Der Körper geht. Die beiden Handflächen zeigen nach vorne. Und zurück zur Mitte. Blick nach links, nach rechts. Linker Arm hoch. Hände. Gehen wir. Beide Handflächen nach vorne zeigen. Nach vorne zeigen. Ab hier. Und zurück. Wieder. Noch einmal. Linke Seite. Gehen wir rechte Arm hoch. Beide Handflächen nach vorne. Füße fest. Denk an den Schutz. Bauchnabel nach innen. Und zurück. Mitte. Locker lassen. Wir arbeiten immer weiter. Die Füße gehen noch ein bisschen breiter. Die Schulter. Wir können die Knie ruhig strecken oder die Knie leicht gehoben. Ja, wir möchten. Also Blick nach rechts, Bauchnabel nach innen. Denn wir lassen jetzt die rechte Hand, der Oberschenkel entlang geht, tief, tief, tief. Dann merkt schon, euer linker Arm will gehen. Also linker Arm vor, verlängern über dem Kopf, dem Nacken, lang strecken. Ihr merkt schon von den Daumenbeinen bis unter euer linke Achse, der Körper streckt sich so weit wie möglich. So, ihr streckt das linke Arm weit raus, strecken so lang wie möglich, weiter streckend. Ja, Handfläche Richtung Boden, Bauchnabel nach innen. Ja, von der Position merkt ihr, je Körpertemperament. Wenn ihr merkt, okay, gut, das ist auf einmal zu viel wert, ihr könnt schnell in der Pauseposition gehen. Okay? Bleibend und langsam zurück. Arm zurück, Mitte. Lange Position. Die Füße sind leicht nach außen, Füße fest im Boden, kleines Lächeln. Wir gleichen aus. Right? Blick auf die linke Schulter. Linke Hand, das linke Oberschenkel entlang geht. Ihr geht so weit wie möglich. Euer beide Schulter auf eine Linie. So, der rechte Arm will erstmal nach vorne. Strecken den Arm über. Verlängern mit dem Nacken. Ja. Strecken gehen, der Arm aber keinen Kontakt mit dem Kopf. Lasst eure rechte Schulter nach hinten gehen und der Blick nach unten. Halten. Auch hier merkt ihr, zieht in der Taille weit raus. Er zieht natürlich, wo weniger Knochen da ist, wo mehr Muskeln, ja, ihr habt Muskeln zu Hause, wo mehr Muskeln da ist,
er lässt sich gehen. Wir merken auch, wenn eine Rippenbogen ist es schwierig. Er merkt, es tut ein bisschen weh, aber es ist keine Negativschmerzen. Okay? Und wieder langsam zurück zur Mitte. Kurzen Moment die Beine entlasten, die Gelenke entlasten. Weil wir jetzt gehen noch ein bisschen mehr tiefer, mehr weiter mit den Beinen. Also ihr lasst die Füße noch ein bisschen mehr auseinander gehen. So, dann merkt ihr, der Innenschenkel wird ein bisschen mitarbeiten. Von der Position können die Knie leicht gebeugt, Sicherheit geben oder Beine durchstrecken. Haben wir der Blick auf der rechten Schulter, Bauchnabel nach innen und dann gehen wir, krabbel wieder. Langsam. Ja? Achtet auf die beiden Füße sind leicht nach außen. Gehen wir, linke Schulter nach hinten gehen lassen. Linke Arm strecken über den Nacken, der Kopf, Blick nach unten, streckt den Arm so lang wie möglich, strecken. Wenn ihr eure Hand so tief wie möglich gehen könnt, durch, wenn nicht, bleibt Schienbein oder Höhe vor dem Knie. Ja? Ihr Körpertemperament, der muss nicht so tief gehen wie möglich. Wenn der Körper das kann, dann lasst ihn gehen. Es ist immer Körpertemperament. Okay? Ihr müsst nicht über das Grenze hinaus gehen. Muss er nicht. Übung mag der Meister. Regelmäßig. Fühlen. Intensives Stretching. Lasst der Körper gehen. Ja? Ihr werdet merken, wenn ihr diese Übung macht, im Winter oder im Frühjahr, dann wird es schwierig, der Muskel gehen zu lassen. Er muss sehr viel aufwärmen. Der Raum muss warm sein. Halten. Und wieder langsam zurück zur Mitte. Arme hängen. Locker. Beinposition. Atmen. Atmen. Ein und aus. Der Blick auf der linke Schulter. Wir krabbeln wieder. Wir gehen langsam nach links. Handkontakt zum Bein. Rechte Schulter nach hinten gehen lassen. Haltet wieder mehr bis zu einer Linie. Schultergröße auf eine Linie. Darmbein zu einer Linie. Rechte Arm strecken, verlängern mit dem Kopf und dem Nacken. Lang gehen, so lang wie möglich. Auch hier muss er nicht so tief gehen. Wir können eine Schienbeinposition, das entlastet ein bisschen. Oder leicht über das Knie. Okay? Aber wichtig ist, lasst euer Körper gehen. Streckt euch so weit wie möglich. Strecken, Stretching, ja, Dehnung, selbe Sache, aber gehen lassen. Der Zug und Gegenzug, das heißt, der Oberkörper geht schon nach links und ihr Hüfte will dagegen arbeiten. Gerne habt ihr dieses Streckungsgefühl in euren Teilen. Ja, fühlen, Basentzüge, lang gehen, atmen ein und aus. Und wieder zurück zur Mitte, locker lassen. Bein, locker lassen. Ja, Spannung weg, Schulter locker. Stretching ist Entspannung und gleichzeitig ist Anspannung dabei. Aber wenn ihr euch entspannt, lasst der Körper besser sich ausstrecken. Ja? Nicht blockieren, einfach gehen lassen. Let it flow. So. Wir gehen nochmal ein bisschen mehr nach außen. So weit wie möglich. Machen wir. Dieses Mal nur das rechte Fuß öffnet sich nach außen. Der rechte Fuß öffnet sich nach außen. Die Beine sind gestreckt, linke Fuß ist zu mir nach vorne, Schulter auf eine Linie. Also, wir haben eine sogenannte Rumpfrotation. Der Rumpf dreht sich langsam nach rechts. Achtet auf euer linke Knie. Rechte Bein beugen. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Oberkörper auf das rechte Oberschenkel. Die Hände seitlich von der rechten Unterschenkel. Von der Position, ihr dreht euer linker Fuß nach hinten. Arbeitet ihr parallel. Keine große Umdrehung, keine große Drehung. Schutz euer Gelenk. Der Blick nach unten. Der Rücken streckend. Fingerspitze zum Boden. Wenn ihr schafft mit Handfläche unten, ohne den Rücken rund zu halten, dann ist gut. Sonst Finger lang, lange Arm, lange Hand. Halt. Atmen ein und aus. Simpel. Streckt euer linke Bein nach hinten. Das Ziel ist, dass ihr schafft, euer linke Fersen mehr nach hinten gehen zu lassen, dabei der rechte Kniescheibe nach vorne gehen zu lassen. Das ist euer Gegenzug. Das Becken öffnet sich. Strecken so lang wie möglich, lange Rücken. Atmen ein und aus. Atemzüge noch. Ein und aus. Ein und aus. Kein Heck.
Kein Sinn. Ein und aus. So, super. Halten wir. Das linke Fuß dreht sich wieder. Der Oberkörper langsam hoch. Beide Füße nach vorne, der Körper rotiert und Bein stützt. Pause. Loslassen, Spannung weg, Arme locker. Ja, habt ihr Spaß daran? Ist zu leicht, ne? Wir machen weiter. So, wir gleichen aus. Wir machen das linke Seite. Simpel. Auch wieder hier die Position von den Füßen entscheiden. Richtig positionieren die Füße, dass die Stabilität da ist. Linke Fuß öffnet sich nach außen. Eine Rufrotation nach links. Position. Erstmal das linke Knie beugen. Wie der Oberkörper auf das linke Oberschenkel. Ja, habt ihr automatisch den Rücken kontrolliert. Die Hände zeigen von der linken Fuß. Und dann dreht das rechte Fuß nach hinten. Der Blick zum Boden. Auch hier ist dasselbe wie auf der anderen Seite. Lange Arm, lange Rücken, lange Bein nach hinten, stabile Stand, Bein vorne, links. So, wir können sicher, Handfläche zum Boden, aber der Rücken lang strecken, nicht rund, also Fingerspitzen lieber auf den Boden. Halten. Der Gegenzug, wo der Moment der Körper sich streckt, ist das rechte Fersen nach hinten drücken, das linke Knie schiebt sich nach vorne. Dann merkt ihr, das Becken ist Mitte euer Körper. Der geht in die Streckung von dem Leistenbereich bis zur Rückseite von dem Bein nach vorne. Und die Wirbelsäule streckt sich mit. Die Wirbelsäule in dieser Position hat keinerlei Belastung, weil es sitzt schön auf der linken Bein vor, genießt es, atmen ein und aus. Ja? Euer rechter Knie nach hinten, ja? Nicht Richtung Boden gehen lassen. Eher in die Höhe und strecken. Atmen ein und aus. So. Das rechte Fuß dreht sich nach hinten. Oberkörper langsam hoch. Bein strecken zu mir. Locker und schließen. Habt ihr gemerkt? Super. So. Simpel. Füße unter die Schulter, Knie leicht gebeugt. Ich zeige auf die Seite, wie das aussieht. Schulter frei, Knie leicht gebeugt, den Po nach hinten, Arme hängen, ganz Zeit, hängen, streckt euer Rücken, der Brustbein rausstrecken, von der Position, die Knie sind fixiert, der Mentor zieht in der Rückseite von den Beinen und Richtung Po. Da gehen wir hin, wieder weiter Oberkörper, bis der Bauch fängt an, auf die Oberschenkel langsam nach Boden zu gehen. Wir gehen nochmal, der Bauch noch mit den Oberschenkel, ja, entlassen der untere Rücken, aber der Rückseite von den Beinen arbeiten. So, die Hände vor die Füße legen, Abstand zwischen Füße und Hände, Körperlänge. Okay? Also, halten, halten. Wir gehen, Fersen, heben, der Druck auf die Hände, Knie strecken, Fersen auf dem Boden, halten. Da merkt ihr sofort die Waden, der Rückseite, die Waden arbeiten. Ihr habt den Druck nach vorne auf die Hände, die Fersen auf dem Boden, die Knie strecken sie sich, halten wir. Atmen, ein und aus. Ein und aus. Dann haltet euer Körper länger. Ja, dieser Abstand zwischen Füße und Hände ist sehr wichtig. Schafft euer Wirbelsäule mehr Platz. Wenn die Hände zu nah, geht ihr automatisch in die Beugung, weil die Wirbelsäule so viel Platz macht. Ja, ihr könnt die Muskeln stretchen, aber ihr müsst gut positionieren. Lasst der Muskel gut arbeiten, wenn die Gelenke gut positionieren. Schützen, bevor ihr euch bewegt. Fühlt euch, kein Hektik. Zeit lassen. Haben wir. Also, Kopf hängen und aufrollen. Wirbelkörper für Wirbelkörper, der Rücken langsam aufrollen, hoch zu Mitte. Kurzer Moment Pause. Dann Kreislauf, wieder normal in Gang. Ja. Immer locker lassen, Hände, Arme, Schulter, Bein locker. Immer wieder, immer Bein locker, die Gelenke. Ihr könnt schon eine kleine Kreiselbewegung machen, das geht auch in Ordnung. Siehst euch keine sowieso zu Hause, aber ich kann mir vermuten, was ihr macht zu Hause. Also wieder haben wir dasselbe Position. Die Füße, Schulter frei, Knie leicht gebaut, die
Füße leicht nach außen gehen, Kniebeugen, minimal, Oberkörper vor. Ab hier den Bauch, die Oberschenkel, bis die Fingerspitzen, Abstand vor den Füßen, Körperlänge, balanciert nach vorne, haben wir, so weiter. Halt. So, wir lassen die Hände weiter nach vorne gehen. Achtet auf die Fersen, auch auf den Boden lassen. Weitergehen. So, wenn ihr merkt, okay, gut, gebeugte Beine ist schwierig, dann streckt die Knie und lasst die Hände weiter nach vorne gehen. Weiter, Fersen auf den Boden. Weitergehen. So weit wie möglich, die Hände gehen so weit, aber die Fersen auf den Boden. Jetzt merkt ihr die Waden noch mehr. Fersen auf den Boden, lasst die Hände gehen. Wenn ihr die maximale Grenze erreicht, dann drückt eure Schulterblätter Richtung Boden. Dann merkt ihr die Waden mehr. Ihr geht da. Okay? Merkt ihr? Halten, Knie strecken, Kopf nach unten und halten. Geht da hoch. Ja? Geht da hoch. Die Waden, die Fersenbeine hängen zusammen. Der Muskel, wenn die verkrampft ist, blockiert euer Kniekehle. Euer Kniegelenk ist beschränkt. Das geht weiter. Wenn das beschränkt blockiert darf, blockiert automatisch euer Sitzmuskel, euer Hüftbeuger, Hüftstrecker, verkürzt sich. Also wir arbeiten von Füßen bis nach oben. Und wenn das Beckenbereich blockiert ist, blockiert die Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule blockiert ist, automatisch wird er rund. Wenn er rund blockiert ist, der Brustkorbbogen hat keinen Platz. So, Knie leicht gebeugt und dann lasst die Hände langsam zurück zu die Füße nach hinten. Langsam, Kopf hängen, Knie leicht gebeugt und Wirbelkörper für Wirbelkörper wieder langsam aufrollen. Kein Hektik, hoch, locker lassen. Beine locker, atmen ein und aus. Atmen ein und aus. So, ein bisschen Ausgleich für den Oberkörper, nicht nur einfach nur nach vorne gehen, deswegen wieder ein bisschen rückwärts nach hinten, wird alles gut, kein Hektik. Schaut euch von der Rückenlage wieder sauber in Position, die Füße schulterbreit, Knie leicht gebeugt, die Finger verschränken, Po anspannen, zack, Arme strecken. Wenn ihr die Arme strecken, dann nicht an den Po drücken, leicht Abstand von Po, ja, leicht Abstand, streckt die Arme raus und den Kopf nach vorne, Beine strecken. Ihr müsst die Arme nach oben nehmen, Vorsicht mit der Schulter, ja, Kopf nach vorne, halten. Super. Der Kopf neigt nach links. Wenn ihr die Arme noch mehr nach hinten ausstrecken, merkt ihr euer rechter Nackenbereich da steht. Der hängt mit der Brustkorb zusammen. Der Brustkorb dehnt sich, die Oberarme dehnen sich, der Bizeps, schöner Muskel, Bizeps dehnt sich, der Nacken dehnt sich, dadurch profitiert die Halswirbelsäule, ist ein Teil von der Brustwirbelsäule. Okay. Stretching, seht ihr, was ein Vorteil der Körper haben könnte davon. Kopf zur Mitte, die Arme weiter strecken, der Kopf neigt nach rechts und streckt die Arme noch mehr. So, jetzt sind wir an der linken Seite angekommen. Ne? Merkt ihr? Fühlt, atmen ein und aus. Solche Übungen, solche Stretching-Übungen können ihr am Tag mehrmals wiederholen. Ja? Weil am Tag verkrampft uns unser Körper mehr, als unsere Körper zu entlasten. Also stretch euch so oft wie möglich. Macht der Körper beweglicher und geschmeidig. So, lösen, locker lassen. Die Zeit ist immer nach Gefühl. 30 Sekunden, 1 Minute, 10 Sekunden. Nach Gefühl, nach Körpertemperament. Super, sehr gut. So, wir gehen auf die Seite. Also, habt ihr die Füße schulterbreit, Füße leicht nach außen, wenn wir dann nach unten gehen. Knie leicht gebeugt, Oberkörper beugen. Vorsicht, nach vorn. Bauch die Beine, haben wir keine Hektik, Zeit lassen. Hände auf den Boden. Wir krabbeln nach vorne. Fersen auf den Boden lassen. Könnt ihr noch erinnern? Fersen auf den Boden lassen, dann lasst die Hände so weit wie möglich nach vorne gehen. Der Kopf immer noch in die Höhe. Immer noch in die Höhe. Lang hoch. Halten. Fersen auf den Boden. Also, wir arbeiten jetzt die Füße abwechselnd. Der Kopf ist um die Schulter. Drückt die Schulterblätter Richtung Boden. Rechter Fersen hoch. Drückt das linke Bein noch mehr strecken. Und wechselt. Links nach unten, rechts oder umgekehrt haben wir gemacht.
Also strecken. Atmen ein und aus. Und wieder wechseln. So, diese Bewegung, das ist jetzt sogenannte Dynamic Stretch. Also ihr lasst euer Körper mehr Platz schaffen. So, je mehr ihr euch abwechselnd bewegt, ihr werdet merken, wie euer Rücken mehr Platz bekommt. Ja? Das heißt, ihr könnt euer Rücken noch mehr strecken. Die Schulterblätter können noch mehr nach unten. Der Brustkorb dehnt sich, öffnet sich. Was passiert? Die Wirbelsäule profitiert davon. Die Muskeln, die zwischen die Rippen sind, die sind am meisten verkrampft. Viel sitzen, viel liegen und falsch atmen. Befrei dich. Schaff Platz, strecken. Atmen ein und aus. Kraftwiegen machen wir genug. Aber das Gegenteil, dieser Stretching, dieser Loslassen, kommt manchmal zu kurz. Ja. Also noch 4 jede Seite. Noch 4 jede Seite. Okay. 3 noch. Fühle ich, kein Hektik. Ja. Das ist ja die Heidi, sie genießt dich. Ja. Sie hat ganz am Vormittag gesagt, ich freue mich auf das Programm heute Mittag. Also, ich hoffe, ihr auch zu Hause, die ganze Familie natürlich. Ne? Also, 2 noch. Ein letztes Mal. Und Fersen heben, beide Fersen. Knie beugen, Knie auf den Boden. Wir gehen in der Muschelposition. Also, Muschelposition gehen wir. Knie schulterbreit, Po auf die Füße, Kopf nach unten, Arme nach unten. Ohne ist Alternativen, hoch, bedient wir gemacht, kennt ihr die Geschichte? Mit Knie- oder Hüftproblemen, ihr könnt richtig nach hinten sitzen. Eine Hand über die andere und der Kopf auf die Hände. Und dann ist auch angekommen. So, als andere Tipps, Knie direkt auf der festen Boden. Wenn ihr sagt, nee, unangenehm, ein Handtuch könnt ihr benutzen. Und die Kniescheibe legen. Also, das wird alles gut. So. Wieder hoch. Auf die Beine. Knie unter die Hüfte, die Füße nach hinten flex. So. Becken kippen, das heißt Po anspannen. Der Blick leicht nach oben, nicht nach hinten, nur nach oben in der hohen Diagonal. Zu Hause könnt ihr ruhig schauen, wo euer Decke und der Wand sich treffen, diese Linie, da gucken. Das ist der Diagonal, wo ist Diagonal? Also da gucken, halten wir. Wir öffnen die Arme nach außen, Po anspannen, von Knie bis zum Kopf geht ihr nach hinten. Halten. Halten. Ja. Merkt ihr, wo geht die Reise hin? Vordere Seite, der Bauch, Oberschenkel. Po anspannen. Ja. Knickt nicht der Rücken auf die Wirbelsäule. Staut sich nicht unten. Strecken und dann geht. Wenn ihr kurze Pause braucht, ruhig kurze Pause. Muschel geht. Okay? Pause. In der Muschelposition geht. Auf der Variante Nummer 2 kennt ihr schon. Hände fest, ne? Eine Hand über die andere und der Kopf nach unten und der Brust. Oder Füße lang oder Füße fest. Wie ihr möchtet. Habt ihr gemerkt? Ne? Das ist eine Rückwärtsbeuge auf dem Knie. Verkürzen den Weg, verkürzen den Hebel, mehr Folge. Vor der Oberschenkel, Leichtbereich, Bauch und Brustkorb. Und dabei hat er mehr Schutz. Möglichkeiten, euch zu schützen. Also, gehen wir wieder hoch. Die probieren wir nochmal. Ne? Das war zu einfach heute. Also, Knie unter Hüfte, Füße flex. Ja, flex, ihr könnt das Becken richtig fixieren damit. Lange Füße, ihr könnt wackelig werden. Also, Füße flex. Po anspannen, Blick in die Hohldiagonal, öffnen die Arme, Handfläche nach vorn, Arme Abstand von dem Oberkörper, ja, weg an den Po, anspannen und geht. Ja. Blick nicht der Rücken nach hinten und Knie bis zum Kopf geht hier. Geht hier, geht hier, geht hier, geht hier, halten. Ja. Denn jetzt ist eine Frage des Kontrolls. Wenn ihr euer Körper kontrolliert könnt, im Griff habt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Halten. Immer ein- und ausatmen. Ihr zu Hause, wenn ihr merkt, okay, gut, so lange geht nicht, macht zwischendurch kurze Pause. Der Muschel ist wichtig. Aber die andere Gruppe, die das durchhalten können, ist gewöhnt damit, denn versuchen länger zu halten. Aber die Luft ist einhalten, meine Damen und Herren, zu Hause. Ja? Also einatmen und aus. Fühlen. Po noch mehr entspannen. Strecken. Blick in die hohe Diagonal. Entweder rechts oder links. Oder nach hinten. Ja? Atmen ein und aus. Noch 4, noch 3, noch 2,
Ein Stopp, wieder Pause, Muschelposition. Ja, Muschelposition. Ja, Knie schulterbreit, Kopf nach unten, atmen ein und aus. Kein Hektik, genieße es. Dann seht ihr Beweglichkeit, entsteht uns natürlich Stretching, Flexibilität. Ja. Aktiv bleiben, aktiv ist wichtig. Der Körper braucht positive Aktivität. Wir gehen wieder hoch, auf die Knie. So, auf die Knie. So, legen wir die Hände unter die Schulter, der Rücken gerade, sehr gut. So, wir arbeiten mit langen Füßen nach hinten. Füße lang, okay. Po nach hinten. Ich strecke die Arme so weit wie möglich nach vorne, so weit wie möglich. Also der Zug und der Gegenzug sind Hände und Po. Also der Po geht nach hinten Richtung Füße. Die Hände massiert weit und raus nach vorne. So weit, so weit, so weit, so weit. Der Kopf zwischen die Schulter. Die Hände breiter die Schulter. Er lässt die Fingerspitzen nach außen gehen und streckt die Arme und den Kopf nach unten. So, eine Seite, das heißt entweder rechts oder links, bei jeder Mensch ist das ungefähr, ist stärker als der andere. So, er zieht, er geht mehr, ein bisschen mehr auf die Seite mehr. Ihr werdet schon merken, von der Position, ihr fühlt selbst, welche Seite ist länger, geht mehr, schneller, einfacher zu strecken als der andere. Darum, der muss das konzentrieren auf euer Körper. Die Seite, wo ihr merkt, der geht nicht so weit nach vorne, ein bisschen blockiert, die Seite noch mehr nach vorne ausstrecken, gehen lassen. Now make you great, let it go. Ja? Solange wir schaffen, strecken. Ja? Die Atmung kennt ihr schon. Streckend, einatmend, ausatmend, beugend oder lösend. Okay? Strecken, einatmen, weit und raus nach vorne, streck die Arme. Das ist nur die Handfläche, die Kontakt zum Boden. Sobald die Ellbogen auf den Boden kommen, verliert ihr automatisch dieses Streckungsgefühl. Okay? Die Arme sind fixiert. An diesem Moment gibt kein Ellbogengelenk. Das sind nur ein Knochen, von Schulter bis zum Handgelenk. Lasst euch gehen, vor. So weit wie möglich. Atmen ein und aus. Dranbleiben. Kein Hektik. 4, 3, bevor ich zu Hause anstehe. 2, 1. Die Arme wieder zurück. Nach hinten. Und gehen wir wieder auf die Knie. Ja, keine Pause. Das war schon eine modifizierte Muschel gewesen. Ja, schon wieder Pause. Also auf die Knie. Füße fest im Boden. Arme hängen lassen. Atmen ein und aus. Also ihr habt Zeit, kein Hektik. Wir legen den linken Fuß nach vorne, das linke Fuß nach vorne. Okay. Die Beine parallel, dann kennt ihr die. Ja. Wenn der linke Fuß nach vorne geht, der Pulver zur Seite. Also halten nur ihr Becken gerade, die Beine gerade halten. So, wir lassen das linke Fuß so weit wie möglich nach vorne, aber Fußsohle immer Kontakt zum Boden. Also, wir gehen vor, so weit wie möglich, der Rücken gerade. Geht ihr tief, das Becken Richtung Boden, fühle ich. Richtung Boden. Zum Not, ihr könnt jetzt, wenn ihr merkt, okay gut, Fußfleck ist mir unangenehm, das lässt der Fuß nach hinten lang. Dann geht das Becken noch mehr unten, aber ihr verliert schnell das Kontrolle. Also, lasst der Fuß lieber flex, stabilisiert das Becken, Fußbein raus, vor. Arme heben, Becken zum Boden, streck die Arme vor und diagonal, Blick vor, lange Arm halten. Er zieht, es geht, merkt ihr? Ja. Atmen ein und aus. Die Hüftbeuge, der Hüftstrecker sind fast bei manchen Menschen, fast alle Menschen verkürzt. Durch die ganze Sitzerei, Stehposition, ja. Squat, ja. Wie viel Squat macht ihr? Ja. Schöne Beine, schöne Po, Knie heben, ja. Solche Bewegungen, Squat nach außen, alles die Bewegung ist, verhilft, dass eure Hüftbeuge sich noch mehr beugen. Verkürzen. Wenn er verkürzt ist, der Muskel blockiert das Becken und der Rücken ist sitzen lassen. Also vor der Oberschenkel, Leistmuskel, viel dehnen. Nutzt ihr die Chance. Dehnen und gleich euer Körper aus. Ja? Atmen ein und aus. Und Arme nach unten, zieh, Bein zurück, oder Muschel, eine Muschel. Kurze Pause. Bald geschafft. Die halbe Stunde ist bald rum. Muschel. Pause. Und die Hände, oder Hände vor, eine Hand über die andere, der Kopf nach unten. Atmen ein und aus.
Schön. Atmen ein und aus. Kein Hex. Genießt es. Aber könnt ihr mir glauben, es ist keine schlafende Übung der Muschel. Es ist nur ein paar sich mal entlastet. Kurzer Moment. Loszulassen. Wieder festzuhalten. Nochmal hoch auf die beiden Knie. Vergleichen aus, rechte Seite. Vergleichen Zeit. Vergleichen aus. Rechter Fuß nach vorne. Position. Atmen. Atmen ein und aus. So, letztes Mal. Das heißt, rechter Bein vor, so weit wie möglich nach vorne. Becken gerade halten. Entweder Fuß lang, aber denke mal, es stabilisiert das Becken. Wege vor. Rücken gerade. Nicht nach vorne, das Bein. Ja. Streckt euch. Denkend. Tief. Arme hoch. Weit hinaus. Strecken. Ihr könnt den Blick nach vorne halten oder leicht heben, aber nicht diese Überstreckung. Verkürze nicht, euer Hals wird so dagegen. Also streckt. Fußbein raus. Deckend. Zum Boden halten. Es ist klar, ihr merkt eine Seite mehr als die andere. Ihr fühlt, dass eine Seite ist ungleicher als die andere. Ja, hängt damit an. Wenn wir sitzen, was machen wir? Wir überkreuzen die Beine rechts über links. Da kann ihr wundern, dass eine Seite ist beweglicher als die andere. Eine Seite leidet mehr als die andere. Wir haben das in die Hand, uns auszugleichen. Ich hoffe, damit habt ihr Spaß gehabt. Wieder langsam zurück, unten geht in eine Muschelposition. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dieser kleinen Stretching-Einheit, ein paar Tipps, die euch helfen können. Und wir sehen uns bald wieder und einen schönen Tag noch.